Moin zusammen. Heute zeige ich euch mal, wie wir Feuer bemalen oder wie ich Feuer bemale. Und als erstes brauchen wir Holy White. Also ich habe auch wieder Speedpaints hier und die nutzen wir jetzt mal dafür. Der Feuermagier von One Page Rules hat ja oben so einen Flammenbogen und den wollen wir jetzt mal bemalen, dass es möglichst aussieht wie Flammen halt, also vernünftig. So, die heißeste Stelle bei Feuer ist immer unten und ist immer weiß. Ganz einfach. Ja? Sprich, wir machen jetzt hier erstmal alles weiß. Das kann ruhig auch ein bisschen kräftiger sein, das ist gar kein Problem. Wir brauchen später auch noch ein anderes Weiß, weil das von das Holy White ist ja mehr so ein Grauton. Aber gut. So, dann machen wir das Ganze jetzt erstmal weiß. Jetzt haben wir das Ganze natürlich trocknen lassen. Jetzt brauchen wir das Sealed Yellow. Das nehmen wir auch einfach von Speedpaints. Einfach Sealed Yellow. Und damit kommt jetzt die zweite Schicht. Da braucht ihr noch gar nicht groß aufpassen, ehrlich gesagt. Hier habe ich einfach alle hohen Teile, sag ich mal, wirklich alles, was höher ist als die Einbuchtungen. Klingt auch irgendwie total bescheuert, aber ist ja logisch, ne? Habe ich jetzt einfach nur gelb gemalt. Und ihr seht es hier, die Sachen, die tiefer liegen, die bleiben erstmal weiß. Das haben wir jetzt auch schon gemacht. Je nachdem, wie dick ihr das Sealed Yellow benutzt, wird es natürlich heller oder dunkler. Als nächstes nehmen wir Fire Giant Orange. Was für ein Name. Damit gehen wir jetzt weiter hoch. Also jetzt nehmen wir die, ich sag mal, die Flammen, die wirklich richtig abstehen, sage ich mal. Die wirklich so ein Stück rausgucken aus diesem Feuerwurm, nenne ich es mal. Ja. Unten hier auch so ein bisschen die Kanten orange machen. Ja. Da müsst ihr ein bisschen Gefühl für kriegen, aber eigentlich funktioniert das ganz gut, wenn man sich so ein bisschen dran hält, dass man nur so ein bisschen die oberen Sachen bemalt und das tiefer liegende, also das ganz tiefe ist halt weiß. Dann kommt gelb, dann kommt dieses Orange. Und wenn ihr das dann habt, kommt später noch ein Rot dazu. Aber das sind wir doch nicht. So, jetzt haben wir das Orange verteilt. Ihr seht es, ne, ist ein bisschen grob verteilt auf die noch höheren Teile. Die ein bisschen niedrigeren sind gelb und die ganz niedrigen sind weiß. Als nächstes nehmen wir uns das Slaughter Red, auch von Speedpaint immer noch. Wenn ich mal keine Speedpaints benutze, sage ich das dazu, dass das Acrylfarben sind etc. So, damit nehmen wir jetzt die Sachen, die noch weiter weg sind, also vom Kern quasi. Dass die noch weiter, die noch weiter weg sind, werden halt noch dunkler. So kann man sich das eigentlich immer merken. Es fängt bei weiß an, dann wird es gelb, dann wird es orange, dann wird es rot. Und ganz am Ende wird es quasi schwarz. Ja, so kann man Feuer eigentlich immer ganz gut malen. Ja. Man kann sich dabei natürlich auch einfach mal hier diese, wie heißt es? Lagerfeuer-Videos gibt es ja auch auf YouTube mit Musik im Hintergrund oder so. Die kann man ja auch einfach mal sich angucken. Und da kann man dann gucken und sehen, wie das Feuer sich so ein bisschen verhält und so. Ja.
Manche machen da tatsächlich auch noch irgendwie ein bisschen Blau rein, was ich jetzt für so Modelle muss halt nicht, ne? Es soll halt aussehen wie Feuer und ich finde, das tut es jetzt gerade. Und ja, wie gesagt, damit machen wir jetzt mit Slaughter Red erstmal weiter. So, das Rot haben wir jetzt auch. Immer ein bisschen trocknen lassen, logischerweise. Ne? Ihr könnt natürlich auch gucken, ob ihr das so ein bisschen verwaschen hinkriegt. So, jetzt brauchen wir Matt Black. Das ist tatsächlich eine ganz normale Acrylfarbe. Also mattes Schwarz. Ja. Das benutzen wir jetzt wirklich nur für die Spitzen der Flammen, die rausgucken. Ja. Das werdet ihr jetzt hier sehen. Ich mache ein bisschen, also das ist das, was am höchsten ist schwarz. Das, was am höchsten wird, ist schwarz. Also, was am weitesten halt weg ist. Also hier diese ganzen Flammen-Spikes, sag ich mal, die da drin sind. Die werden schwarz. Ja, da seht ihr das auch. Das wird alles schwarz, aber wirklich nur ganz kleiner Punkt. Wirklich nur vorne die Spitze wird davon ein bisschen schwarz. Dann, wenn ihr hier so, ich sag mal so Flammenlinien habt, die sehr weit hoch stehen, da gehe ich vorsichtig mit ein bisschen Schwarz drüber. Ja, nicht zu viel. Nur, dass es noch ein bisschen ticken dunkler wird wieder. Das Rot, was ganz oben drauf ist. Ja, das machen wir jetzt quasi als Feinschliff. Und dann gibt es noch einen ganz kleinen Trick. So, nachdem wir jetzt alles schwarz gemacht haben, diese ganzen Spitzen und hervorstechenden und hervorstehenden Dinger, nehmen wir nochmal matt weiß, auch eine normale Acrylfarbe. Ja, ich benutze so gerne Army Painter Farben. Er schießt mich doch. Damit brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht viel machen. Wir machen mit diesem matt weiß wirklich nur einzelne Punkte und die müssen auch nicht auf jedem Teil sein. Alles, was wir vorher schwarz gemacht haben, da kann man theoretisch halt, oder wenn man es möchte, ja, kann man so vorsichtig noch einen weißen Punkt machen, weil ihr müsst ja überlegen, es fliegen ja theoretisch auch Funken. Und die Funken sind halt auch weiß, wenn sie quasi aus dem Feuer rauskommen und kühlen ja dann erst in der Luft ab und werden dann halt, ich sag mal, gelblich, dann werden sie orange, dann werden sie irgendwann rot und gehen irgendwann aus. No? So, und das machen wir jetzt halt, oder symbolisieren wir jetzt so ein bisschen, dass wir an den Spitzen oder auch so zwischendurch, da wo vorher dieses Holy White war, dass wir da nochmal ein bisschen weiß reinmachen. Und dann war es das auch größtenteils schon. Mehr brauchen wir gar nicht mehr machen. Dann haben wir schon Flammen fertig. Ja? Wer natürlich möchte, kann natürlich auch noch eine Art Leuchteffekt dann auf den Magier drauf machen. Was ich jetzt hier ein bisschen schwer finde, weil ich den halt vorher schon so bemalt habe. Aber gut, das ist halt alles Erfahrungssache. You know? Danke auch wieder an alle Abonnenten. 719 sind wir. Schön, dass es euch so gefällt. Ich werde auch gucken, dass es wieder ein bisschen regelmäßiger Videos gibt. Aber momentan ist halt Real Life echt stressig. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.